Bäume, Architektur, Perspektive, Menschen, Menschen in Bewegung, Schilder, Schrift. Ich werde einen Teufel tun, das alles geordnet, so wie es da zu sehen ist, hier auch auf mein Blatt zu packen. Also, jetzt sitzen wir hier an so einem Platz, wo 1000 Sachen sind. Als erstes gucke ich mal, hier ist die ganze Seite noch leer, das ist immer ganz, ganz schrecklich. Damit wir wissen, wo wir sind, mache ich mal hier die Skyline von Hattingen hin. So. Durch die Skyline habe ich hier für mich ausreichend jedenfalls die Architektur von diesem Platz hier organisiert. Hier sieht man noch ein bisschen was vom Kirchtürmchen mit der Uhr und diese merkwürdigen schrägen Linien, dieser Bananenturm. Und das hier reicht mir erstmal. Ich mache jetzt einfach mal eine Studie von so einem Bäumchen. Setze sie hier unten hin, weil mir geht es jetzt nur um den Baum. Dann haben wir hier schon mal einen Baum. Und gegen den Baum, eben nicht gewachsen, sondern gebaut, ist hier ein übertrieben großer Schirm. So, jetzt habe ich den Kontrast hier von gebauten und gewachsenen. Das gefällt mir ganz gut schon mal. Lasse ich da unten auch. Jetzt will ich da die ganzen Leute will ich da nicht einbauen. Jedenfalls vorerst nicht. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo Leute finde. Da weiter rechts, sie hat hier so einen Dutt. Da ist der Dutt. Die sitzt weiter vorne. Die sitzt ja nah bei mir. Also mache ich die hier auch hier vorne hin. Aber nur bis hier, weil dann kommt der Stuhl und alles andere sehe ich sowieso nicht mehr richtig. Jetzt finde ich ganz süß hier immer die nehmen wir jetzt mal, um die beiden zu teilen. Diese schöne Laterne. So. Schön mit lockeren Linien. Wenn das alles zu fest wird, den Stift mal oben anfassen, sich bewusst anschuckeln lassen, Flasche Slivovitz trinken, irgendwas, um Kontrolle loszuwerden und nicht immer so, dass das immer alles so super richtig sein muss. Das macht einen nur kaputt. So, da sitzen die. Hier hinten ist jetzt die Dings. Hier hinten mache ich noch eine kleinere, wie sagt man, Laterne. So, die ist ein bisschen kleiner, deswegen ist die ein bisschen weiter weg. Und da dran ist ein Schild. Vielleicht kriege ich es von der Größe so hin, dass ich sogar Biergarten daran schreiben kann. Was steht denn da drunter? Das kann ich so gar nicht mehr lesen, also ist das nur noch so ein Gewirr. Und hier ist die kleinere. Jetzt haben wir hier schon eine leichte Perspektive, nur durch die verschiedenen großen Laternen. Hier ist jetzt so viel leer. Das heißt, ich werde da nichts hinkriegen, was ansatzweise Sinn macht, dass das da ist. Also mache ich mir hier schon mal ein Feld hin. Und da kommen so Nägel rein, damit es hier auch so drin ist. Das funktioniert schon. Wir könnten ja hier auch noch mal eine weitere Ebene reinsetzen. So. Und auf der Ebene laufen hier so Leute lang. Ich sehe den hier gerade. Das muss schnell gehen. Der ist dickbäuchig ein bisschen. Und hat seine Frau in der Hand. Also die Hand seiner Frau in der Hand. Die Frau hat hier so einen Ausschnitt. Ein Kleidchen und einen Rock. Und einen Kopf. Und da laufen die schon, die beiden. So. Und jetzt schreiten wir zur Farbe. Und zwar, vielleicht kriege ich es hin, den Kontrast von den Wettersituationen. Hier, als wir kamen, sah es noch so aus. Ja, so. Und darunter, in dem Feld, versuche ich das Wetter jetzt zu machen. Aber kann ich noch nicht, ist nass. Also als nächstes der Baum. So, füllig. So.
und mische mir schnell ein Grün. Und der Stamm ist ja tatsächlich überraschend braun. Und solange das noch nass ist, gibt es jetzt hier schön Verbindung vom Grün. Jetzt fängt es an zu regnen, übrigens. Und hier ist ja auch noch Stamm in dem Baum drin. Also, oh, es fängt wirklich an zu regnen. Ja, schwupp sind wir drin. So schnell geht's in Hattingen. Ne? Muss man aufpassen, auf der Hut sein. Gerade noch Karibik und dann auf einmal taubenblaues Ekelwetter. Ich versuche mal das taubenblaue Ekelwetter als erstes Mal hier an den Start zu bringen. Das war so ein Blau da oben. Ich schwöre. Und hier waren so hässliche, fette Wolken. Zusammen mit dem Braun vom Papier sind die jetzt noch schön warm sogar. Das kann sich hier ruhig mal verbinden. So sah das dann nämlich aus. Genau so. Ich verbinde die. Schön dunkel. So war das da. So sah der Himmel aus. Ja, und deswegen sind wir jetzt auch reingegangen. Die Pfiffigen unter euch haben das sicherlich bemerkt. Hier ist ein Trick, mit dem Pinsel, mit dem Pinselrücken zu arbeiten, um das Verhältnis von Wasser und Farbe nicht mehr zu stören. Weil wenn ich jetzt da mit dem Pinsel rangehe und da ist zu viel Farbe dran, passiert was, oder ist zu viel Wasser dran, passiert irgendwas, dann kommen so Blumenkohlflecken, die ich eigentlich immer mag, aber ich will das nicht stören, das Verhältnis, und deswegen nehme ich hier einfach ein Stück Holz und das befindet sich zufällig am Ende des des Pinsels. Und im Kontrast dazu kommt gleich das schöne leuchtende Lasurorange, aber kurz warten, ist ja noch nicht trocken. Das heißt, wir machen hier unten weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr die Farben. Es gibt ja so verrückte Urban Sketcher, die sich dann so, das siehst du gar keinen Stift, die sich dann hier so rangeschrieben hätten. Weiß. So hätten die rangeschrieben. Dann wissen die, wenn ich zu Hause koloriere, und das darf man nach Urban Sketcher Manifest ja, dann weiß ich die Farbe noch. So, also da steht weiß, also mache ich den gelb. Jetzt habe ich gesehen, da fehlt ja noch was. Hier sind ja unten, die gehören ja auch noch dazu. Und die sind so ein bisschen im Schatten. Also gucke ich mal, was hier noch so rumhängt. Nehmen wir mal das. Könnte klappen. Und damit sich das jetzt ein bisschen verbindet, wird er zwar insgesamt so ein bisschen Granny Smith grün, aber es ist ein schöner Schirm. Was ist mit dem Baum? Ich finde eigentlich das jetzt, dadurch, dass wir da abgehauen sind, hier sind ein paar echte Regentropfen raufgeknallt. Wie die übrigens grün geworden sind, kann ich mir nicht erklären. Warum ist denn das grün? Das ist hier raufgeknallt und dann hier abgespritzt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sind jetzt hier so komische Strukturen, aber ich finde die gar nicht so schlecht. Ich kann das auch nicht retten. Ich könnte das nur mit einer dunkleren Farbe retten, um von außen das Braun wegzunehmen. Ich glaube, ich lasse das. Mal sehen. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen weiß, weil der andere Schirm ist nämlich weiß. Ja, zack. Ja. So. Vielleicht geht jetzt was mit dem Lasurorange. Bestimmt. Ja. Das ist natürlich ein schreiender Kontrast. Und die Lehrer in der Schule haben es immer gesagt, it's all about Kontraste. Das haben die genauso nicht gesagt. Es ist ganz wichtig, Kontraste, 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 so lahm und oft wiederholt, wie es schon auch wurde, ist aber trotzdem wahr. Ich weiß nicht mehr, wie die Dächer da aufgebaut waren, ob das verschiedenfarbige waren. Ich glaube, das war braun, das kriege ich noch hin. Aber hier ist mir das auch Wumpe. Da ziehe ich das hier einfach runter, habe ein bisschen von dem schönen Lasurorange da drin und guck mal, was dann noch passiert. Natürlich ist das Dach nicht von oben bis unten. Kann ich jetzt auch noch hier was Dunkles reinschmeißen und hoffen, dass das funktioniert.
Wenn es nicht funktioniert, dann ist es im Skizzenbuch und nicht auf einer Leinwand oder in einem Video. Und hier ist jetzt ein ganz geiles Farbspiel. Im Moment noch super geil, aber gleich wird es trocken und dann geht immer ein bisschen was flöten bei Aquarell. Ist so. Hier oben sieht es schon mal gar nicht schlecht aus, da fehlt nur noch der Kirchturm. Jetzt müsste man ja vielleicht dieses Orange meiner Meinung nach irgendwie wiederfinden. Ah, wunderschön. Mit dem Lasur-Orange. Also für Lasur-Orange gehören den Schminke-Boys echt die Füße geküsst. Oder, naja, na doch, jetzt habe ich es gesagt. Lasur-Orange ist ein Knaller, ernsthaft. Was haben wir noch? Hier Mutti und Tochti, die machen wir noch schnell. Und zwar Haut, lichter Ocker. Ja, lichter Ocker und es geht mit jedem kalten Rot, aber ich mache das gerne mit Alizarin. Geben wir den jetzt mal da auch dahin, wo Haut ist. Und zwar ins Gesicht. Hier, Mutti. Muttis Arm. Ein richtiger Mutti-Arm. Und Töchterchen hatte eine vornehme Blässe. Da nehme ich selten nochmal Neapelgelb rötlich. Da. Ja, ja, so sah die aus. Jetzt können wir noch den Kirchturm machen. Da hatte ich mir hier mal was angemischt vor geraumer Zeit. Ist alles schon wieder irgendwo. So, doch, geht. So, jetzt ist der noch ein bisschen eintönig. Deswegen kriegt er irgendeine Seite. Ich weiß jetzt nicht, da wie das Licht war, aber eine Seite ist einfach mal dunkler. Kirchturm, schief, da ist er. Ja, ist okay. Weiß jemand noch, wie das Oberteil von der Mutti aussah? Ich nicht. Von der Tochter? Ich nicht. Wir geben der einfach mal Gender-Alarm rosa Oberteil. Und zwar Opernrosa, weil es in jedem Video vorkommen muss. Da, Opernrosa. Die Tochter kriegt Opernrosa und die Mutti kriegt Oma-Rosa. Da. Ah, ist das eine Oma-Rosa, ey. Zack. Ja, insgesamt, wenn ich mir jetzt die Komposition angucke, funktioniert es schon ganz gut. Ich finde es ganz gut, dass das Orange hier unten weitergeht und hier so ein Weg ist, wo die Leute langlaufen. Aber irgendwie fehlt hier noch was. Nicht unbedingt eine andere Farbe, aber irgendwie muss da Gewicht hin. Ich kann das schlecht beschreiben. Wenn ich mir sowas angucke, fällt es immer irgendwo hin. Entweder kippt es irgendwo hin oder das fällt. Und dann muss irgendwo entweder eine Struktur hin, eine Farbe hin oder eine Dunkelheit oder eine Helligkeit hin, damit es wieder irgendwie ausgewogener ist. Guck mal, funktioniert. Es zieht es jetzt, ich kann es nicht gut beschreiben, es zieht es irgendwie wieder nach oben und dadurch gleichzeitig nach unten. Guck mal. Uiuiui. Und hier auch. Jetzt sind wir wirklich im Kontrastehimmel hier gerade gelandet. Da ist ja jetzt fast alles, was geht. Mit dem Orange und diesem Blau. Und das reicht schon. Ich versuche auch das hier wieder grenzkontrollmäßig hier so nach unten wegzuziehen. Und auch das. So würde ich die Seite machen. Und um effekthascherisch unterwegs zu sein, mache ich hier oben noch ein bisschen Weiß ran, dass es so aussieht, als würde die Schrift glänzen. Das war's mit der Seite. Hier lasse ich mir was frei. Ich bin ja morgen und übermorgen und alter, richtiges Unwetter jetzt, ne? Mit Blitz und Donner. Gezeichnet vor Ort und koloriert im Trautenheim. Und fertig. Erstmal.